Koordinaten eingeben bei einem Navigationsgerät. Das ist heute mein Thema. Herzlich willkommen zu diesem Video. Im Prinzip ist das ja kein großes Geheimnis, Koordinaten in ein Navigationsgerät einzugeben. Nun gibt es ja verschiedene Versionen von Koordinaten. Es gibt einmal Grad, Minuten, Sekunden oder zum Beispiel auch Dezimalzahlen kann man eingeben, also Koordinaten als Dezimalzahl. Und es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten. Aber ich glaube, das sind die beiden meisten verbreitetesten Möglichkeiten, Koordinaten in einem Gerät oder in einem Navigationsgerät einzugeben. Ich möchte das gleich mal demonstrieren hier an meinem Navigationsgerät hinter mir. Das ist ein Garmin Camper 770. Das gibt es schon ein bisschen länger, habe ich ja schon einige Jahre. Und nutze dort auch immer wieder die Eingabe von Koordinaten. Ich habe selber festgestellt, dass es bei diesem Gerät nicht so ganz einfach ist, das zu finden. Jetzt bekomme ich immer wieder Fragen, wie gebe ich Koordinaten bei einem Navigationsgerät oder speziell jetzt bei diesem Garmin Camper ein. Ich schaue auf deine Stellplatzkarte, bekomme dort die Koordinaten angegeben in Grad, Minuten und Sekunden und weiß jetzt gar nicht, wie ich das bei dem Navi da jetzt eingeben soll. Und das möchte ich jetzt anhand dieses Garmin Camper 770 mal zeigen. Ich denke, das hat sich auch nicht ganz groß geändert bei dem neueren Gerät 780. Ich habe mir das gerade mal hier am PC die Bedienungsanleitung angeschaut. Das sieht sehr ähnlich aus, beziehungsweise ist etwas unklar in der Bedienungsanleitung gezeigt. Und deshalb möchte ich das jetzt hier nochmal am Gerät direkt zeigen. Diese Geschichte passt natürlich auch für andere Geräte. Da geht es auch um die Einstellung der richtigen Koordinaten. Das heißt also, man muss entweder, hat man Dezimalzahlen dort einzugeben oder man gibt sie, wie ich eben sagte, in Grad, Minuten und Sekunden dort ein. Das muss man allerdings vorher ja einstellen. So, jetzt habe ich mal mein Navigationsgerät hier, die Garmin, eingeschaltet. Und wir haben also die Hauptseite hier, sage ich mal so, und dort gehe ich mal auf Zieleingabe und dann eröffnet sich hier dieses Fenster. Ich kann natürlich auch noch weiter nach unten gehen, da habe ich die verschiedensten Möglichkeiten, hier jetzt irgendwelche Sachen einzugeben. Mir geht es aber heute nur um die Koordinaten. Vielleicht ganz kurz, hier ist zum Beispiel die App von Axi oder auch von Camperkontakt drauf. Dort kann man dann die Campingplätze oder Stellplätze suchen und braucht dann nicht die Koordinaten eingeben. Aber wir wollen ja heute über die Koordinaten sprechen und da gibt es hier ganz rechts ein Feld, dort steht Kategorien. Dort gehe ich drauf und dann habe ich hier Tankstellen, kann ich suchen, Campingplätze, Rastplätze und so weiter. Das will ich aber alles nicht. Ich gehe weiter nach unten, noch weiter nach unten, noch weiter nach unten und bin jetzt hier ganz unten und dort kommen Koordinaten. Und das wähle ich jetzt hier, diese Geschichte. Und jetzt sehe ich hier die Koordinaten oder hier kann ich die Koordinaten eingeben. Das sind jetzt, wie ich das vorhin schon erzählt habe, hier gebe ich ein nach Grad, Minuten und Sekunden. Wenn ich das jetzt nicht will, wenn ich jetzt zum Beispiel in Dezimalzahlen das Ganze eingeben will, dann gehe ich auf Einstellungen. So, und jetzt kann ich hier Koordinatenformat. Und dort kann ich jetzt entsprechendes vorwählen. Man sieht, es gibt noch weitere Versionen. Aber diese sind, also das ist jetzt bei mir, das ist jetzt mit Dezimalzahlen. Ich wähle aber dieses hier mit Grad, Minuten und Sekunden und sage einfach speichern. Wenn man natürlich jetzt mit Dezimalzahlen, dann müsste man hier dieses anwählen und speichern und könnte dann über die Dezimalzahlen das eingeben. Aber wie gesagt, wir benutzen am häufigsten dies mit den Grad und Minuten und Sekunden. So, jetzt gehe ich wieder zurück. So, jetzt bin ich hier bei der Eingabe. So, jetzt kann ich die Koordinaten eingeben, wenn ich möchte, und dann gehe ich auf das obere Feld. Ganz wichtiger Punkt, jetzt muss ich natürlich vorher Nord oder Süd eingeben und sagen, und habe jetzt hier vorne ein N stehen und kann jetzt beginnen mit den Zahlen. Die Grad, Minuten und Sekunden macht er automatisch. Ich muss da also nicht irgendwelche Zeichen selber einsetzen. Das heißt, ich gebe jetzt mal Koordinaten ein. 36 Grad haben wir jetzt hier,
42 Minuten und 51 Sekunden. So, jetzt hinten kann ich weitere Stellen eingeben, muss ich aber nicht. Das heißt, hier gebe ich in diesem Fall 00 ein. Und dann habe ich das für Nord die Koordinaten schon mal festgelegt. Und gehe auf Weiter. So, und das jetzt ist auch sehr entscheidend. Hier kann ich West oder Ost eingeben. Da werden häufig auch Fehler gemacht. Wer dort jetzt was Falsches eingibt, Ost oder West nicht richtig eingibt, der kommt natürlich ganz woanders hin. Der ist nachher vielleicht mitten im Meer irgendwo. Deshalb ist es wichtig, dort das richtige Vorzeichen zu haben. Das heißt, man muss immer darauf achten, was dort angegeben ist, was man eingeben möchte. In diesem Fall, bei mir ist es West. So, wir haben ja West jetzt festgelegt. Wir wollen weiter in den Süden von Spanien und müssten jetzt die Zahlen eingeben. Häufig wird nicht bei den Gradzahlen 002 eingegeben, sondern nur 2. In diesem Fall müssen wir dann die Nullen hier im Gerät mit eingeben. Das heißt, wir geben einfach, wenn nur 2 dort steht, 2 Grad, geben wir einfach 0 nochmal davor. Wir wollen aber nicht 2 Grad, sondern 4, weil wir noch weiter Richtung Süden wollen, Südwesten wollen. So, dann habe ich hier 4 Grad, 19 Minuten und dann habe ich 0,1 Sekunden. Und auch hier wieder die letzten beiden Stellen muss ich nicht eingeben. Ich muss schon was eingeben, das heißt, ich gebe in diesem Fall 00 ein, weil ich die anderen Zahlen da oder diese Zahlen nicht habe. So reicht es und dann bin ich fertig und kann auf fertig hier auch tippen. Und das Gerät berechnet jetzt die Koordinaten bzw. das Ziel. Jetzt kann ich das Ganze auch noch speichern. Das heißt, ich will jetzt dieses Ziel speichern, weil ich das vielleicht häufiger nutzen will. Dann gehe ich hier auf Speichern und muss der ganzen Geschichte nur noch einen Namen geben, beziehungsweise dem Ziel einen Namen geben und kann dann das Ganze in den Favoriten speichern und brauche beim nächsten Mal die Koordinaten nicht wieder eingeben. Das war mein kurzes Video zum Thema Koordinaten eingeben. Hoffe, dass ich einigen damit helfen konnte. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.